12 Millionen. Und Sie sind den Kasten los. Unter diesen Umständen war es nett, mit Ihnen geredet zu haben, aber so kommen wir nicht zusammen. Mein zukünftiger Schwager wollte mal testen, ob sein Airbag funktioniert. Was? Er ist im Riesentempo auf ein paar Bäume zugefahren. In letzter Sekunde hat er sich dann anders überlegt, ist ausgestiegen und weggerannt. Du bekommst in den nächsten Tagen mehr von den Ketten? Ja, meine Mutter schickt mir ein ganzes Paket rüber. Na, dann ist doch wohl klar, was du machst. Aber ich kann Gina doch nicht beklauen. Willst du nur nach Berlin oder nicht? Ich kann Gina die Kette nicht klauen. Klauen? Was ist das denn für ein schreckliches Wort? Schon mal was von Ausbauen gehört oder tauschen? Ich weiß nicht. Das Ding ist doch sicherlich kein Einzelstück. Nein, die Dinger sehen alle gleich aus. Na also, ich bin sicher, dir wird was einfallen. Meinst du wirklich, ich kann das tun? Warum denn nicht? Ich glaube, du hast recht. Ich schaue da mal besser bei Kathi vorbei. Also dann, ciao ihr beiden. Tschüss. Wo ist denn ihre Busenfreundin abgeblieben? Na, Kathi, die hängen doch sonst immer zusammen. Ich glaube, die hat verpennt. Apropos, schlafen. Was? Ich kenne da ein ganz romantisches Plätzchen in Köln. Da wartet ein Bett. Nur auf uns beide. Ich denke, wir sollten das Bett nicht zu lange warten lassen. Du musst ja schließlich zur Abendschicht wieder fit sein. Hm? Bei dem Brandnis ist auch keiner zu Hause. Hast du mal auf Friedenau versucht? Julia und Tim sind bestimmt da. Er kommt zu sich. Ich versuche mal bei Christoph. Hier, bei von Anstetten. Sophie. Nein, Julia und Tim sind weg. Kann ich Ihnen vielleicht Deine Mutter. Ja, es geht um Jan. Ist was mit ihm? Nichts, ich wollte nur Bescheid sagen, dass er hier ist. Gott sei Dank. Wie geht's ihm denn? Den Umständen entsprechend ganz gut. Er hat einen Kater. Wenn's weiter nichts ist. Ja, ansonsten scheint er ganz der Alte zu sein. Naja, da bin ich ja beruhigt. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und einen ganz, ganz lieben Gruß an meinen Sohn. Ja, mache ich. Wiederhören. Schönen Gruß. Möchtest du eine Tablette? Später vielleicht. Nun erzähl doch mal. Ich habe mir so die Birne zugeknallt und das kam wohl nicht so gut auf der Verlobungsfeier. Und dann habe ich mich, soweit ich mich erinnern kann, eine kleine Tour mit Tim gemacht. Du bist mit Tim einfach auf und davon? Oh oh, das klingt wirklich nicht gut. Nee, das war auch nicht gut. Ich glaube, ich habe mich ganz schön daneben benommen. Gott sei Dank, mit Jan ist alles in Ordnung. Sophie hat gerade angerufen. Er hat bei ihr übernachtet. Na, Gott sei Dank. Wie geht's ihm? Wie es einem so nach einem Vollrausch geht. Ja. Na, habt ihr gestern noch schön gefeiert? Du willst verreisen? Geschäftlich. Geschäftlich, so. Was dagegen? Nein, ich wundere mich nur. Worüber? Dass du so kurz vor dem Verkauf von Friedenau noch verreist. Hast du über Nacht einen neuen Interessenten gefunden? Das nicht. Also, da kann ich doch in aller Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Wenn es Probleme gibt, Barbara weiß, wo ich immer zu erreichen bin. Solange du keine Wasserleitungen beschädigst, gibt es hier keine Probleme. Gute Reise noch. Besser Sie wissen erst mal nichts von meinem Besuch bei George.
Wenn ich was rausfinde, dann können wir sie immer noch einweihen. Hm? Von mir werden Sie nichts erfahren. Gut, ich rufe dich an. Tschüss. Tschüss. Christoph fährt doch nur weg, um den Verkauf von Friedenau rauszuzögern. Er wird doch sicher nicht ewig wegbleiben. Ist doch egal. Jedenfalls, wenn er wiederkommt, wird er einen unterschriftsreifen Kaufvertrag vorfinden. Und woher willst du so schnell neuen Interessenten nehmen? Ich habe da einen Tipp von meinem Steuerberater, einen Immobilienhändler aus Stuttgart. Sucht nach einem geeigneten Fleckchen für sein Hotel. Friedenau soll ein Hotel werden. Grauenhafte Vorstellung. Von mir aus sollen sie ein Stundenhotel daraus machen. Hauptsache, der Preis stimmt. Herr Reichle? Graf Benedikt von Anstetten hier. Ja, es geht um das Objekt Friedenau. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen gefallen wird. Morgen früh? Ja, das lässt sich einrichten. Sagen wir gegen 10 Uhr. Gut, dann freue ich mich, Sie kennenzulernen und wir sehen uns morgen. Herr Reichle? Der alte Kasten ist so gut wie verkauft. Am besten fängst du mal mit Packen an. Ich denke, das hat Zeit. Unser Auszugstermin ist ja schon mal ins Wasser gefallen. Wenn Jan doch was passiert ist. Mein Gott, Jan. Vielleicht denkst du zur Abwechslung auch mal an mich. Wieso? Dir ist doch nichts passiert. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt hier bin und nicht im Krankenhaus. Das hätte auch gut sein können, so wie der Suffkopf durch die Gegend gerast ist. Er hat das sicherlich nicht gewollt. Das ist mir scheißegal. Wenn der Irre mir zwischen die Finger kommt, dann... Ja. Was gibt's denn? Jan liegt mit einem tierischen Brummschädel in meinem Bett. Ich hoffe, der Zustand hält noch eine Weile an. Ich komm gleich mal mit und guck nach ihm. Ja, genau. Und am besten entschuldigst du dich gleich nur bei ihm, dass wir ihn den Abend verdorben haben. Ich danke Ihnen für den Anruf. Danke. Ja. Clarissa, gut, dass du vorbeikommst. Barbara von Sterneck hat gerade angerufen. Jan ist bei Sophie und schläft seinen Rausch aus. Gott sei Dank. Ja, wir können von Glück sagen, dass alles so abgelaufen ist. Wenn ich mir vorstelle, was alles hätte passieren können. Ich verstehe einfach nicht, was in den Jungen gefahren ist. Na was schon. Er ist mit Julias Wahl nicht einverstanden. Jan hat gestern Abend nur das gesagt, was wir alle denken. Er hält ihre Entscheidung wohl für überstürzt. Überstürzt? Diese Entscheidung ist absolut hirnrissig. Dieser Junge ist nichts und hat nichts. Ach, so wie ich damals nichts war und nichts hatte. Das kannst du doch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Außerdem bist du im Grunde auch gegen diese Heirat. Aber nur weil ich denke, dass die beiden sich vorher etwas besser kennenlernen sollten. Solche Typen wie dieser Tim ändern sich doch nie. Der spekuliert doch nur auf Julias Erbe. Oh, was das betrifft, bist du bei Tim auf dem Holzweg. Was macht dich da so sicher? Clarissa, es sind nicht alle Menschen so wie du. Da wäre ich mir nicht so sicher. Mann, oh Mann. Da haben wir ja noch eine Menge Arbeit vor uns. Na Gott sei Dank ging das Abpumpen ruckzuck. Ach ja? Ja, damit haben sie den Schürmannbau trockengelegt. Wirklich? Und was geschieht mit den ganzen Steinen und dem Dreck, der sich im Wasser befindet? Puh. Entweder er bleibt im Filter hängen oder aber es ist so schwer, dass es gar nicht angesaugt wird. Heißt das, wenn ich hier unten etwas verloren hätte, dann muss es noch irgendwo zu finden sein? Ja. Aber Sie haben nicht zufällig so einen kleinen Ring gefunden? Nee, tut mir leid. Außerdem wäre ich doch dann sofort zu Ihnen gekommen. Ja, ich weiß. Ich dachte auch nur, ich frage mal nach. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich ihn wirklich hier verloren habe. Ach, noch was. Ja. Wegen des Ringes. Bitte kein Wort zu meinem Mann. Das ist mein Ehering. Von mir erfährt er kein Wort. So ein kleiner Mittagsschlaf. Das war die beste Idee, die du seit langem gehabt hast. Schade, dass du heute Abend wieder zum Dienst musst. Ich gehe jetzt duschen. Kommst du mit? Ich habe heute Morgen schon geduscht. Na und? Ja, ich gehe lieber nachher nach dem Dienst. Zu viel Wasser ist nicht gut für meine sensible Haut. Na dann bis gleich.
Ich gehe mich mal umziehen. Ja, du hast ja heute die Klamotten erst einmal gewechselt. Herein? Entschuldigen Sie, Herr von der Ansteckten. Ja, was gibt's? Es tut mir leid, dass ich Sie noch einmal stören muss, aber mir ist eben etwas aufgefallen. Geht es um den Wasserschaden? Nein, aber als ich das Verkaufsgutachten für das Schloss erstellt habe, bin ich auf sehr alte Bausubstanz gestoßen. Nun ja, das ist ja wohl nichts Ungewöhnliches in alten Schlössern. In diesem Falle schon. Denn das Mauerwerk scheint romanisch zu sein. Es wurde höchstwahrscheinlich im 11. Jahrhundert errichtet. Oh, meinen Sie wirklich? Ja, man müsste es natürlich noch einmal überprüfen lassen, aber so wie es aussieht, deutet alles darauf hin. Naja, das macht ja so ein Anwesen nur noch wertvoller. Ja, grundsätzlich schon. Nur wird das den Käuferkreis erheblich einschränken. Wieso? Weil die Kellergewölbe dann unter Denkmalschutz stünden und keinerlei bauliche Veränderungen vorgenommen werden dürften. Im Keller? Nein. Da es sich um tragende Wände handelt, wären größere Umbaumaßnahmen auch in den darüberliegenden Etagen nicht möglich. Das sind ja wirklich interessante Neuigkeiten. Ja, wenn Sie wollen, dann kann ich das Gutachten direkt an das Amt für Denkmalspflege weiterleiten und dadurch das Verfahren beschleunigen. Nein, 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 das ist nicht nötig. Ich werde mich höchstpersönlich dieser Sache annehmen. Und das bin ich Karl dem Großen doch schuldig. ...255, 275, 290... Was machst du eigentlich? Ich zähle unsere Reisekasse. 350, 400, 480, 500 und 35. Macht zusammen 515 Mark. Hey! Dein Erspartes und mein Verdientes zusammen ergeben 515 Mark. Das heißt, wir brauchen noch 185 Mark für Berlin. Prima. Sag mal, hast du meine Kette irgendwo gesehen? Nein. Warum? Ich kann sie nicht finden. Du wirst sie nicht dabei gehabt haben. Na hör mal, ich bin doch nicht blöd. Natürlich habe ich sie dabei gehabt. Ja, dann muss sie ja wohl irgendwo sein, oder? Das gibt's doch nicht. Bist du dir auch ganz sicher, dass du sie wirklich angezogen hast? Naja, ich denke schon. Mist. Wir müssen los. Und meine Kette? Die liegt sicherlich in Düsseldorf und wartet. Ja, und wenn nicht? Dann werde ich heute Abend in aller Ruhe noch mal nachgucken, okay? So laut. Jan schläft doch bestimmt noch. Ja und? Soll ich jetzt eine Rücksicht auf ihn nehmen, oder was? Na, was hast du denn vor? Hallo, Jan. Hi. Ich wollte mich bei dir, ich wollte mich bei euch entschuldigen und euch sagen, dass es mir leid tut. Schon gut. Gar nichts ist gut. Hey, ich habe mich gerade entschuldigt. Was willst du mir? Dann erzähl mir doch mal, warum du gestern so ausgerastet bist. Naja, ich war schlecht drauf. Ach. Und ich habe ein bisschen was getrunken. Wenn du nichts verträgst, dann besauf dich nicht. Jan hat doch... Ja, der kann mir viel erzählen. Soll ich vielleicht vor dir auf die Knie fallen, dir die Füße küssen oder was? Okay, ich habe Mist gebaut, aber ich kann es nicht mehr ändern. Abgesehen mal davon hat dich niemand gebeten, bei mir einzusteigen. Als bin ich wohl schuld, ja? Tim wollte doch nur verhindern, dass dir was passiert. Ich kann immer noch auf mich selbst aufpassen, Julia. Ja, und vor allem kannst du wunderbar anderen Leuten die Stimmung versauen. Ja, ist ja gut, verdammt. So, bist du dir überhaupt klar darüber, dass sich alle um dich Sorgen gemacht haben? Ja, das bin ich. Aber ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen. Ja, aber ich kann dir noch ein paar Takte dazu erzählen. Nur die Ruhe. So geil wie die alte war, wird sie schon noch kommen. Ja. Ich habe nur so ein beschissenes Gefühl bei der ganzen Sache. Warum denn? Am Ende kriegt doch jeder, was er will. Und Gina sagt noch doppelt das. Na, sie fährt mit dir nach Berlin und findet hinterher ihre heißgeliebte Kette wieder. Kannst du mal kurz Schmiere stehen? Klar. Hallo. Freut mich, dass wir doch noch ins Geschäft kommen. Hi. Haben Sie das Geld dabei? 200 Mark. Wie abgemacht. Oder bevorzugen Sie kleine, nicht nummerierte Scheine? Wie? Nein, ist okay. Danke.
Ist einfach wunderschön. Möchten Sie noch irgendwas trinken? Sorry, aber mein Flieger geht in 2 Stunden. Also dann. Ciao. Und danke nochmal. Ciao. War mir ein Vergnügen. Na also, lief doch alles wie geschmiert. Benedikt von Anstetten. Amt für Denkmalspflege? Betreff Ihre telefonische Anfrage, sehr geehrter, laut Registerauszug Nummer ist ausschließlich die Fassade des Schlosses im Sinne der Vorschriften für den Denkmalschutz als erhaltenswert ausgewiesen. Sie, Mama. Ich brauche die Ketten wirklich ganz dringend. Ja, mit Luftfracht. Ich weiß, dass das teuer ist. Mama, du kriegst das Geld zurück, das verspreche ich dir, okay? Bueno. Vale, vale. Adio, Mama. Was ist denn mit dir los? Entweder ich werde alt und vergesslich oder... Amon, du musst mir versprechen, dass du mir nicht böse bist. Versprochen. Was ist denn los? Meine Kette. Was ist damit? Ich habe mein ganzes Zimmer umgekrempelt, aber sie ist einfach wie vom Erdboden verschluckt. Ich muss sie wohl auf dem Weg nach Köln verloren haben. Jetzt mal keine Panik auf der Titanic. Wir werden zusammen nachher noch mal in aller Ruhe nachsehen, okay? 4 Augen sehen mehr als 2. Hm? Ich hab's langsam satt, dass du uns ständig mit deinen Launen in unser Privatleben funkst. Wer ist denn hier aufgetaucht und hat sich in alles eingemischt, hä? Nur weil du keinen Bock mehr auf diese beschissene Bohrinsel hast, tauchst du hier auf, baggerst an meiner Schwester rum, gehst hier ein und aus, als ob du hier wohnen würdest und lässt dir von mir auch noch einen Job besorgen. Ich liebe deine Schwester. Ob dir das passt oder nicht. Und wenn es nicht in deinen scheiß Schädel will, dann besauf dich wieder und bretter von mir aus gegen den nächsten Baum. Für mich bist du jedenfalls gestorben. Ich komme auch ganz gut ohne dich zurecht. Ja, das wirst du auch müssen, weil für dein scheiß Studio kannst du dir auch einen anderen suchen. Nichts lieber als das. Also wie gesagt, er ist ein guter Bekannter von mir. Er arbeitet im Amt für Denkmalspflege und schuldet mir noch einen Gefallen. Und man kann sich auf ihn verlassen. Oh ja, sein Beruf ist sein Hobby. Sehr gewissenhaft. Alles klar. Ben. Na, seit wann verstehst du dich denn so prima mit Barbara? Wir haben nur so geredet. Und worüber? Nichts Wichtiges. Nur über meinen Ring. Du trägst ihn schon eine ganze Weile nicht mehr. Warum eigentlich? Du, er fällt mir andauernd vom Finger und ich habe Barbara gefragt, ob sie mir einen guten Juwelier empfehlen kann. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass du abgenommen hast. Tja, so genau schaust du mich an. Und konnte sie dir einen Juwelier nennen? Mhm. Dann wirst du ihn ja sicherlich bald wieder tragen. Buenos dias, querida. Na, was hat meine kleine Prinzessin denn Süßes geträumt? Weiß nicht. Für den süßesten Traum, den ich kenne. Danke. Wo hast du die denn her? Ich war schon unterwegs. Und rate mal, was ich noch mitgebracht habe. Meine Kette? Knapp daneben. Aber als kleines Trostpflaster... 2-mal Berlin, alles inklusive. Echt? Abfahrt noch heute, Hauptbahnhof Köln. Ich glaube, ich träume noch. Aber wie hast du das denn hingekriegt? Uns fehlten noch knapp noch 200 Mark. Ja, dafür fehlen mir jetzt ein paar Klamotten und mein Skateboard. Ich habe den Kram einfach vertickt. Friedenau ist genau das, was ich suche. Ich muss sagen, Herr von Anstetten, sieht alles sehr vielversprechend aus.
Das Schloss ist in einem tadellosen Zustand. Herr von Anstetten, ich denke, unser Deal ist perfekt. Ich habe nichts anderes erwartet. Und deshalb habe ich mir erlaubt, eine Art Vorvertrag anzufertigen. Sie verlieren wirklich keine Zeit. Zeit ist Geld, Herr Reichle. Und Ihr Bruder? Wird unterschreiben, sobald er von seiner Geschäftsreise zurückgekehrt ist. Mein Mann erwähnte, dass Sie aus Friedenau ein Luxushotel machen wollen. Stimmt das? Mhm. Hier werden sich die Reichen und Schönen demnächst erholen können. Und dann werden Sie sicher jede Menge verändern müssen. Naja, das eine oder andere wird wohl geändert werden müssen. Mit Ausnahme der Fassade natürlich. Ach ja, die steht ja unter Denkmalschutz. Richtig. Außerdem gefällt sie mir so, wie sie ist. Ja, ich denke, der Vertrag ist in Ordnung. Entschuldigen Sie bitte, dass ich einfach hier so reinplatze. Aber es ist sehr wichtig. Barbara, bitte, können wir nicht ein anderes Mal... Es tut mir leid, aber ich habe gerade eine wundervolle Nachricht bekommen. Barbara, wir sind wirklich sehr beschäftigt. Verzeihung. Barbara von Sterling. Reichle, sehr erfreut. Also ich muss es Ihnen sagen, es ist sehr wichtig für den Verkauf des Hauses. Was ist so wichtig, dass Sie uns während Vertragsverhandlungen stören? Ich habe gerade vom Amt für Denkmalpflege erfahren, dass der Gutachter eine sensationelle Entdeckung gemacht hat. Stellen Sie sich vor, das gesamte Gebäude steht auf romanischen Mauern. Und was bedeutet das? Dass sich der Wert dieses Anwesens natürlich erhöht. Und ab heute ist ganz Friedenau unter Denkmalschutz. Moment. Bedeutet das etwa, dass ich hier keine Umbauten tätigen darf? Das gesamte Gebäude ist vom Umbau ausgeschlossen. Das kann ich nicht glauben. Unter diesen Umständen hat sich unser Geschäft natürlich erledigt.